3 Kontinente, 4 absolut unterschiedliche Teams und ein knallharter Showdown um den Einzug ins Achtelfinale. Willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse der Gruppe G. Und ganz ehrlich, diese Gruppe hat buchstäblich alles, was den Fußball so unfassbar spannend macht. Es geht um alles oder nichts, um den ganz großen Triumph und das bittere Scheitern auf der größtmöglichen Bühne. Also, packen wir es an, tauchen wir direkt ein. 4 Teams, 3 Kontinente, ein explosiver Mix. Wir haben hier auf der einen Seite die allerletzte, entscheidende Mission einer echten goldenen Generation. Dann haben wir den ewigen Pharao, der sein Land noch ein letztes Mal auf seinen Schultern trägt. Dazu gesellt sich ein hochspannender Geheimfavorit, der allerdings gerade von einem handfesten Skandal überschattet wird. Und zu guter Letzt die absoluten Underdogs, die nach über einem Jahrzehnt endlich auf die Weltbühne zurückkehren. Das ist Fußballdramatik pur, Leute. Kurz zu unserem Fahrplan für heute. Wir knöpfen uns nacheinander Belgien, Ägypten, den Iran und Neuseeland vor. Und ganz am Ende gibt's dann natürlich noch meine schonungslose finale Tabellenprognose. Starten wir direkt mit Team Nummer 1, Belgien, die berühmt-berüchtigte goldene Generation. Die legendäre Truppe um Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois steht vor ihrer wirklich allerletzten großen Prüfung. Der neue Mann an der Seitenlinie, Trainer Rudi Garcia, hat eine Mammutaufgabe. Er muss den Umbruch einleiten und gleichzeitig diesen einen letzten großen Wurf landen. Und was das angeht, war ihre Qualifikation eine absolute Machtdemonstration. 29, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 29 Tore haben die Belgier in ihrer Qualifikationsrunde erzielt. Das war pure Dominanz, inklusive einer 7:0 Zerstörung von Liechtenstein. Sie marschieren ohne eine einzige Niederlage in dieses Turnier. Offensive Feuerkraft ist also definitiv vorhanden, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Belgien muss hier einen gewaltigen Spagat meistern. Einerseits sehen wir diese unfassbare Offensivpower der jungen, wilden Garde. Jungs wie Jeremy Doku und Charles de Kettelere brennen richtig darauf, das Zepter zu übernehmen. Aber andererseits tickt da eine riesige Zeitbombe und die heißt Romelu Lukaku. Besser gesagt, sein Fitnesszustand. Der 33-jährige Rekordtorschütze hat in dieser Saison bisher exakt 1 Stunde Pflichtspielzeit in den Knochen. Eine einzige Stunde. Das ist eine massive Schwachstelle. Belgien hat das Talent, um Gegner an die Wand zu spielen, aber wenn ihr absoluter Fixpunkt im Sturmzentrum körperlich einbricht, könnte das Projekt Gruppensieg ganz schnell ins Wanken geraten. Machen wir weiter mit Team 2, Ägypten, die letzte Mission des Pharaos. Die Pharaonen kommen ungeschlagen und mit einer wirklich brutalen Defensive zu diesem Turnier. Unter Trainer Hossam Hassan haben die förmlich eine Mauer hochgezogen. Aber das Herz dieser Mannschaft, das schlägt ganz klar in der Offensive. Mohamed Salah ist der Motor, der Kapitän, der absolute Fixpunkt. In der Quali hat er mal eben überragende 9 Tore geknipst. Es ist seine allerletzte große WM-Mission. Aber, und das ist wichtig, er ist nicht mehr komplett allein auf weiter Flur. Neben ihm stürmt Omar Mamouche, der mittlerweile bei Manchester City spielt. Dazu kommt ein absolutes Juwel, Hamza Abdelkarim, ausgeliehen von Al-Ahly an die Jugend des FC Barcelona. Und hinten drin hält Routinier Rami Rabia den Laden zusammen, der nach unfassbaren 337 Spielen für Al-Ahly jetzt in den Emiraten bei Al-Ain kickt. Eine echt faszinierende Mischung aus Abgeklärtheit und jungen Wilden. Doch die harte Realität für dieses Team lautet schlicht und ergreifend: kein Salah, keine Party. Das ist diese ultimative Abhängigkeit, die extrem gefährlich werden kann. Ägypten ist super strukturiert, gar keine Frage. Aber die Kehrseite ist halt diese krasse Fixierung auf ihren 33-jährigen Kapitän. Wenn der Pharao mal einen schlechten Tag erwischt oder sich im schlimmsten Fall verletzt, dann wird es für die Nordafrikaner verdammt schwer, selbst das Spiel zu machen. Das muss denen einfach bewusst sein. Kommen wir zu Nummer 3, der Iran. Skandal und Geheimfavorit in einem. Wer jetzt denkt, das Team Melli reist hier nur als Punktelieferant an, der irrt sich gewaltig. Unter Trainer Amir Galenoy ist das eine Mannschaft geworden, die extrem schwer zu knacken ist. Sie sind für mich der heimliche Geheimfavorit. Aber das Sportliche wird gerade massiv überschattet. Wir müssen kurz über die Situation vor dem Turnier reden. Superstar Sardar Azmoun, ein Typ mit 57 Toren in 91 Länderspielen, ist rausgeflogen. Und da gibt's jetzt 2 Versionen. Offiziell heißt es vom Verband Verletzung. Punkt. Übereinstimmende iranische Medienberichte sprechen dagegen von einem politischen Rauswurf, weil er ein Foto mit dem Herrscher von Dubai gepostet haben soll. Wie wir das bewerten? Gar nicht. Wir stellen uns hier auf keine Seite. Die sportliche Realität bleibt aber dieselbe. Dem Iran fehlt von heute auf morgen der gefährlichste Stürmer der letzten Jahre. Tja, und wie fängt man so einen Verlust jetzt auf? Ein Blick auf den Kader zeigt, die ganze offensive Last liegt jetzt auf den Schultern von Mehdi Taremi. Der muss vorne drin als alleiniger Stürmer liefern, ob er will oder nicht.
Unterstützt wird er dabei von 2 echten Maschinen auf den Außenbahnen, Saman Ghoddos und Mehdi Torabi. Diese beiden Flügelmotoren müssen Taremi ununterbrochen füttern. Wenn der Trainer es hinkriegt, diese teilweise etwas ausrechenbare Offensive ans Laufen zu bekommen, dann, da lege ich mich fest, ist das Achtelfinale für den Iran absolut greifbar. Und damit zu unserem letzten Team. Neuseeland, der kämpfende Underdog. Die All Whites sind wieder da. 16 Jahre mussten die Fans warten, aber unter Darren Bazley stehen sie endlich wieder auf der ganz großen Bühne. Und die bringen richtig Rückenwind mit. Die haben die Ozeanien-Quali buchstäblich kurz und klein geschossen. 29 Tore in gerade mal 5 Spielen. Verrückt, oder? Angeführt wird das Ganze von Kapitän Chris Wood, ihrer absoluten Lebensversicherung. Der spielt die Saison seines Lebens. Allein im Halbfinale gegen Fitzy hat der Typ 3 Hattricks in Serie gemacht. Dazu haben wir im Mittelfeld noch Marko Stamenic. Der Stratege ist gerade von Nottingham Forest in die Championship zu Swansea City gewechselt, hat da direkt für 4 Jahre unterschrieben. Also, da wächst durchaus was heran. Aber klar, wir bleiben mal realistisch. Das Achtelfinale ist für die All Whites wohl eher ein ferner Traum. Dennoch bringt dieses Zitat hier ihre Einstellung absolut auf den Punkt. Nichts zu verlieren mit dem Ziel des ersten WM-Siegs der Geschichte. Die werden sich auf dem Platz zerreißen, die werden rennen, bis die Lungen brennen und jedem Gegner hier das Leben zur Hölle machen. Wer Neuseeland auf die leichte Schulter nimmt, wird dafür bezahlen. Das steht fest. So, damit kommen wir zum großen Finale. Mein Urteil und die KI-Prognose. Wir kennen jetzt die Fakten, die Teams und ihre Baustellen. Zeit, Butter bei die Fische zu machen. Hier ist meine schonungslose Prognose für die Abschlusstabelle der Gruppe G. Ganz oben auf Platz 1 Belgien mit souveränen 9 Punkten. Die individuelle Klasse dieser goldenen Generation reicht einfach locker aus, um die Gruppe zu beherrschen, selbst mit einem angeschlagenen Lukaku. Auf Platz 2, und hier wird's interessant, sehe ich den Iran mit 4 Punkten. Diese physisch unglaublich robuste Truppe ist mein absoluter Geheimtipp. Auf Platz 3 landet bei mir Ägypten mit 3 Punkten. Die haben noch Chancen, als bester Gruppendritter durchzurutschen, aber im direkten Duell gegen die Iraner ziehen sie für mich den kürzeren. Und Platz 4 geht an Neuseeland mit 1 Punkt. Die werden sich irgendwo ein historisches Unentschieden erkämpfen, ihren ersten Punkt seit Ewigkeiten. Aber hey, es ist immer gut, die eigene Meinung mal mit der Realität abzugleichen. Was sagen die nackten Daten? Die KI-Prognose von RotoWire und die aktuellen Wettquoten geben Belgien eine satte 77-prozentige Chance auf den Gruppensieg. Da sind wir uns also völlig einig. Aber Achtung, beim Kampf um Platz 2 sehen die Buchmacher Ägypten hauchdünn vor dem Iran. Und genau da halte ich extrem selbstbewusst dagegen. Ich sag's euch, das wird das Jahr des Iran. Die haben einfach genau die richtige Defensivstruktur, um jemanden wie Salah komplett aus dem Spiel zu nehmen. Und das wirft direkt die spannendste Frage auf. Was denkt eigentlich ihr? Geht Salahs letzter Tanz auch nach der Gruppenphase noch weiter? Schafft der Iran den Sprung ins Achtelfinale trotz des ganzen Wirbels um Azmoun? Oder, stellt euch das mal vor, sorgt Neuseeland am Ende für die ganz große Sensation und schockt die Fußballwelt? Genau das sind doch die Geschichten, warum wir diesen Sport so lieben. Lasst mich unbedingt wissen, wie eure Tabelle aussieht. Haut's unten in die Kommentare, bevor der allererste Ball rollt. Danke, dass ihr bei dieser Analyse dabei wart. Behaltet die Taktik im Blick und wir sehen uns bei der nächsten Vorschau.